Das müssen wir uns mal erklären lassen und einordnen lassen von Professor Werner Patzelt, Politikwissenschaftler. Guten Morgen, Herr Professor. Schönen guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. Also wenn Sie das jetzt analysieren müssen, was Sahra Wagenknecht da jetzt auf den Tisch gelegt hat, da geht es nicht um Regionalpolitik, da geht es um Bundespolitik. Also Wagenknecht, die Chefin, nur was sie sagt, wird auch passieren mit dem BSW? Nachdem das BSW eine um Frau Wagenknecht herum errichtete politische Bewegung ist, hat sie schon sehr große Durchsetzungschancen. Das zentrale Interesse von Frau Wagenknecht liegt auf der bundespolitischen Ebene. Sie will bei der nächsten Bundestagswahl gut abschneiden. Es ist das BSW nie als eine landespolitisch inhaltlich relevante Bewegung hervorgetreten. Die Rolle des BSW auf der Landespolitik kommt ausschließlich daher, dass ohne das BSW die CDU keine Regierungsmehrheit hat. Infolgedessen ist es natürlich so, dass Frau Wagenknecht in einer wunderbaren Lage ist, ihrem politischen Mitbewerber CDU inhaltlich zuzusetzen und einen Keil zwischen die Landes- und die Bundesführung der CDU zu treiben. Ob das der Stabilität unserer politischen Systeme gut tut, wenn sich das BSW daran macht, nach dem Ruin der Linkspartei und der SPD auch noch die CDU zu zerstören, das kann jeder für sich selbst beantworten. Welche Motive, Herr Patzelt, sehen Sie denn aber jetzt hinter den Äußerungen von Frau Wagenknecht? Also geht es eher darum, dass man sich jetzt nicht, ich sag mal, zu billig verkaufen will für diese ersten Regierungsverhandlungen? Oder geht es wirklich darum, dass ihr die Landespolitik eigentlich egal ist und sie eigentlich schon die Augen richtet Richtung Bundestagswahl im nächsten Jahr? Was Frau Wagenknecht betrifft, ist ihr in erster Linie die Bundespolitik wichtig. Dafür aber freilich ist es schon hilfreich, auf Landesebene einen Fuß in der Tür zu haben und stets Sand ins Getriebe der CDU zu streuen, indem vom BSW abhängige Ministerpräsidenten im Bundestagswahlkampf immer wieder gegen den vermutlichen Kanzlerkandidaten Merz mit Sperrfeuer vorgehen. Der Kern ist freilich, dass Frau Wagenknecht davon überzeugt ist, dass die Ukraine-Politik der Bundesregierung eine falsche ist. Und nachdem lediglich die AfD hier eine ähnliche Partei, eine ähnliche Position vertritt, hat das BSW hier eine Alleinstellungsrolle. Und die ist in der ostdeutschen Bevölkerung sehr populär und dürfte im weiteren Verlauf des Krieges auch noch im Westen populär werden. Folglich ist das ein Gewinnerthema für das BSW. Ich fand es ihm sehr interessant, dass Sie gesagt haben, Sahra Wagenknecht könnte auch die CDU zerstören. Die letzten Umfragen vom vergangenen Wochenende zeigen aber, die Union liegt im Moment bundesweit bei 31% und hat damit mehr als die ganze Ampel zusammen. Also ist der Einfluss von Wagenknecht tatsächlich so hoch? Und denken Sie tatsächlich, dass der Ukraine-Krieg eins der beherrschenden Themen auch bei der Bundestagswahl werden könnte? Wir sind am Beginn von sehr dynamischen Entwicklungen. Derzeit steht die CDU gut da, aber wenn man sich klar macht, wie verachtet die Ampelregierung in der Bevölkerung ist, muss man sich schon wundern, warum die größte Oppositionspartei bloß 30 plus x% hat, wo früher die CDU ganz normal 40 plus x% hatte. Das liegt natürlich am Aufkommen der AfD, der einen großen Teil der CDU-Wählerschaft geschluckt hat. Ansonsten ist die Spannung innerhalb der CDU ja jetzt erst am Wachsen, weil Frau Wagenknecht Distanzierungen von wichtigen Landespolitikern der CDU vom Bundesvorsitzenden Merz verlangt. Und je näher wir im Bundestagswahlkampf uns befinden, umso wichtiger werden für die mediale Sichtbarkeit der Union Fragen danach, wie zerstritten denn diese Partei ist, ob denn ein Bundeskanzler Merz seinen CDU-Kurs in Bezug auf die Ukraine so fortsetzen könnte, wie er will. Und was tatsächlich dann die öffentliche Einschätzung des Ukraine-Konflikts betrifft, scheint es so zu sein, dass mehr und mehr in der Bevölkerung die Vermutung schwindet, dass am Ende die Ukraine den Krieg gewinnen wird und Russland ihn nicht gewinnt, sondern verliert. Und im gleichen Umfang, in dem sich an der Front russische Fortschritte bemerkbar machen, aber keine ukrainischen, wird die Frage in Deutschland schon wichtig werden, wie wir es denn mit der Unterstützung der Ukraine, die gegen Russland den Krieg verliert, halten wollen, wenn es denn so kommt, was aber nicht auszuschließen ist.